Das große Blender 4.5 Update ist da und nicht nur 4.5, sondern auch direkt die ersten Bugfixes und Patches in der Version 4.51 vom 29. Juli. Ein Grund mehr direkt in Blender reinzuschauen, denn es gibt ein neues Rendering Backend, hier viele neue Nodes im Bereich Geometry und Compositor. Wir haben eine neue Möglichkeit zur multiplen Auswahl von UV Maps von verschiedenen Objekten gleichzeitig, Tools beim Sculpting, um mal eben schnell Geometriebarren wegzuschneiden, die wir nicht brauchen, ein neues Grid Fill Tool, wo wir zerstörte Meshes relativ simpel mit einem sauberen Grid ersetzen können. Neue Möglichkeiten hier beim Asset und Datei Browser für die Anordnung der Elemente und nicht nur das, es geht auch rundherum weiter. Viele neue Features in diversen Bereichen, Verbesserungen bei der UI, es nimmt kein Ende. Der Changelog ist nicht gerade klein. Das heutige Video dreht sich um die Fragen, wie kannst du von Blender 4.4 auf 4.5 migrieren, welche Einstellungen solltest du vorab in jedem Falle treffen, was sind die neuen Features im Detail in den verschiedenen Kategorien. Manche zeige ich dir heute in diesem Video, andere erst in einem Folgevideo, wie zum Beispiel eben Compositor oder auch Sculpting. Und was kannst du tun, wenn du Fehler findest, wo kannst du sie melden und wie kannst du auch Blender supporten. Ich erkläre dir all das in der heutigen Folge von Blender 4.5 in 10 Minuten erklärt. Ich bin der Truly Most Wanted und du kannst dem Video hier gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest und immer gerne Fragen und Feedback in die Kommentare posten. Und jetzt geht's los. Für alle, die Blender nicht kennen, ein kurzer Hinweis. Die Software ist komplett gratis, sie ist Open Source und sie erlaubt euch, die Sachen, die ihr damit erstellt, zu verwenden, wie ihr möchtet. Da ist hier auch die Info zur Lizenz und was ihr mit euren eigen erstellten Sachen machen könnt. Es ist alles euer geistiges Eigentum. Das Ganze habe ich auch im ersten Video zur Tutorial-Reihe zu Blender 4.3 bis jetzt eben hier 4.5 nochmal erklärt, ausgeführt. Da sind alle Infos dazu gegeben. Wenn du Blender magst, gerne nutzt und unterstützen möchtest, nutzt hier oben rechts den Donate-Button, denn da kannst du entweder einmalig oder gar monatlich einen Betrag wählen und denen zukommen lassen. In dem Falle hat Blender bereits hier diesen Monat 221.000 € gemacht, aktuell über 7.500 Personen, über 38 Firmen und da sind auch einige Bekannte dabei, wie der Epic Game Store, Nvidia, AMD, Intel, Meta, Blender Kit, unter anderem Wacom, Steam Workshop, Adidas und viele, viele mehr, die hier Blender supporten. Also in jedem Falle supporten lohnt sich, es sind viele gute Firmen, die das Programm ebenfalls mögen und gut finden. Die erste Frage ist, wie kannst du es herunterladen? Du hast zwei Möglichkeiten. Das erste ist über den Download-Button hier oben. Dann kommst du hier auf die Seite und kriegst hier den Button Download Blender, der immer die aktuelle Blender-Version herunterlädt, die hier angegeben ist. Ganz wichtig ist, wenn du das Video hier in der Zukunft siehst, könnte hier 4.52, 4.53, 4.54, vielleicht auch 4.6 oder 4.7 stehen. Wer weiß das schon? Oder auch Version 5.0. Wenn du nach bestimmten vorherigen Versionen suchst und du möchtest genau die nutzen, die ich auch habe, kannst du hier unten auf den Button Looking for Previous Versions gehen und du kriegst hier einmal das Download Any Blender vor die Nase gesetzt. In diesem Archiv hier sind alle Blender-Versionen drin und hier unten haben wir Blender 4.5 und dann finden wir hier 4.5.0 hier oben für Linux, macOS und Windows, aber auch hier unten die 4.5.1er Versionen. Einfach für die passende Plattform herunterladen und dann installieren. Wenn du das nicht als eigene Software haben möchtest, dann empfehle ich dir in jedem Falle Blender über Steam zu nutzen. Dort findest du übrigens auch die Godot Game Engine. Einfach hier unten im Dropdown auf den Steam-Link gehen und dann kriegst du hier das Ganze auf Steam direkt geöffnet. Hier findest du oben rechts auch immer das aktuelle Artwork von der Website. Das heißt, du kannst hier schon erkennen, das ist auch die Version 4.5 und dann gehst du einfach nachher bei Steam runter und nutzt hier unten Blender verwenden, kostenlos mit deinem Steam-Account und kannst es dann herunterladen.
Auf Steam erhältst du immer die aktuellste Version. Wenn du aber oben links hier bei Blender auf Eigenschaften gehst per Rechtsklick, kannst du hier über den Reiter Betas dir hier oben an der Beta-Teilnahme auch anschauen, welche Version du haben möchtest. Hier unten auch eben die Stable-Version. Aber wir nehmen meist die aktuellste Version, in dem Falle hier also Blender 4.5.1 direkt und können dann einfach hier auf Starten drücken. Jetzt startet Blender 4.5.1 bei mir zum ersten Mal und wenn du das Ganze ebenfalls als erstes startest, kriegst du diesen Dialog hier. Und zwar kannst du alte Präferenzen und Einstellungen aus Blender 4.4 importieren, vor allem wenn du jetzt neu bist, wirst du den Button hier nicht haben, aber alle, die zuvor in Blender 4.3, 4.4 und anderen Versionen waren, die können von hier aus alle Einstellungen übernehmen. Und das würde ich dir hier auch empfehlen. Dann haben wir unten drunter gleich die anderen Einstellungen, die automatisch von Blender 4.4 importiert werden. Solltest du Blender vorher noch nie benutzt haben, dann hattest du eben keine Möglichkeit, deine Präferenzen zu importieren. Umso wichtiger ist es als Neuling zu wissen, wo kann ich Blender einstellen, auch wenn die komplette Oberfläche hier standardmäßig zumindest auf Englisch ist. Du gehst oben links auf Edit, dann ganz unten das Zahnrad Preferences und hier kriegst du ein Dialogfenster mit verschiedenen Arten von Einstellungen auf der linken Seite und jede Einstellungsart, wie hier Interface, hat Gruppen, Display, Editors, Language, Text Rendering und Menus. Und das erste, was du in jedem Falle tun solltest, ist die Sprache umzustellen hier. Language Englisch ist hierbei komplett übersetzt und nutze ich auch in all meinen Videos. Wenn dir aber Deutsch eher hilft, klick hier drauf, such beim Buchstaben G, hier German, Deutsch und dann wähl das aus. Du siehst, hier sind bisher nur 39% übersetzt, aber vielleicht hilft dir das ja schon, Blender besser zu verstehen. Wir haben zu allen möglichen Einstellungen in Blender auch ein eigenes Video hier auf dem Kanal. Es ist aber aus Blender 4.3. Nichtsdestotrotz, die Einstellungen ändern sich kaum bis gar nicht. Deswegen, das Video ist auch in Blender 4.4, 4.5 und weiteren Versionen anwendbar. Hat hier über 130 Likes und fast 3700 Aufrufe mit das beliebteste Video unserer kompletten Blender-Playlist von bisher 20 Folgen. Und diese Folge, die du dir gerade anschaust, ist die 21. aus der Reihe. Und es wird die erste sein, die in Blender 4.5 rein startet. Das erste neue Feature aus Blender 4.5 ist ein komplett neues Rendering Backend, was wir auch über die Präferenzen einstellen können. Und das neue Backend, was verfügbar ist, heißt Vulkan. Du kannst es dir so vorstellen, ein Rendering Backend ist quasi ein Werkzeugkasten, der hilft, Softwares mit der Grafikkarte zu kommunizieren. OpenGL ist schon etwas in die Jahre gekommen und Vulkan wurde um 2016 rum begonnen und wird immer noch weiterentwickelt. Man kann quasi sagen, es ist der moderne Nachfolger. Entsprechend werden modernere Grafikkarten, modernere Schnittstellen mit komplexeren Features und Co. dort supported. Und das kannst du jetzt in Blender auswählen. Bevor wir dort hineinschauen, aber auch ein Hinweis. Vulkan ist auch das Hauptrendering-Backend von der Godot Game Engine, die ebenfalls Open Source ist. In deren Dokumentation finden wir hier auch den Hinweis, diese nutzen Vulkan, Direct3D 12, Metal und auch hier unten OpenGL. Wenn du in Blender 4.5 jetzt die Einstellungen für das neue Rendering Backend aktivieren möchtest, dann gehst du oben links über Edit auf Präferenzen. Du wählst von unten gesehen die dritte Kategorie aus namens System und du findest hier den Abschnitt Display Graphics. Hier drin kannst du umstellen von OpenGL auf Vulkan und du kriegst hier zwei Infos dazu. Und einer von diesen beiden ist, du musst einmal neu starten, damit die Änderungen wirksam werden. Also mal hier eben alles zumachen und Blender neu starten. Wenn wir wieder in Blender sind, erneut oben links über Edit Präferenzen nochmal im Reitersystem nachschauen und jetzt hat er hier Vulkan ausgewählt mit unserer Grafikkarte. Wenn dein Prozessor auch einen integrierten Grafikchip hat, kannst du auch den hier auswählen, um darauf zu arbeiten. Ich würde dir aber immer empfehlen, nimm deine Grafikkarte, die ist meistens stärker.
Und damit hast du jetzt das neue Rendering Backend Vulkan in Blender verfügbar. Im zweiten Teil des Updates geht es um Geometry Nodes. Die verschiedenen Dateiformate sind jetzt verfügbar. Wir können hier unten auch Dateien per Drag and Drop eben einfach reinziehen und verbinden. Wir können jetzt Strings besser formatieren über die Nodes. Wir haben auch die Normal-Daten von Meshes verfügbar in Geometry Nodes ab sofort. Und es gibt auch neue für den Grease Pencil sowie neue Tools, mit denen wir allgemein das Arbeiten mit Geometry Nodes verbessern können. Ganz wichtig ist, wenn du Geometry Nodes von Grund auf lernen willst, es sind sehr viele verschiedene Nodes, die dort verfügbar sind. Aber wir haben in unserer Blender Playlist in der letzten Folge, also in der Folge vor dieser hier, Blender 4.4 lernen, Geometry Nodes Grundlagen bis Level Design gemacht als Folge. Und hier drin geht es darum, mit Geometry Nodes eben dieses Terrain hier zu gestalten. Kannst du dir sehr gerne mal anschauen und ist definitiv ein guter Einstieg in das Thema. Natürlich fokussieren sich Updates auch auf Performance und da gibt es bei verschiedenen Funktionen deutlich Verbesserungen. Es gibt auch noch weitere hier im Bereich Geometry Nodes an Funktionen, die dazugekommen sind und verbessert wurden, sowie auch allgemeine Zeiten bei Eevee und Viewport. Zwischen Blender 4.4 und 4.5 ist hier nochmal das Ganze um gut 50% gesunken. Der nächste Bereich des 4.5er Updates ist der Kompositor. Das ist in Blender wiederum ein eigener Tab hier oben, Compositing, und hier drin können wir über Nodes eben gerenderte Bilder wieder mit Nodes bearbeiten, verändern und quasi so Nachbearbeitungseffekte drauf anwenden. Ganz wichtig ist, diesen Themenbereich werden wir noch in der Serie behandeln, denn das ist noch ein komplett eigener Themenblock. Der hat jetzt in dem Falle viele neue Nodes bekommen. Vor allem auch die Nodes aus eben dem Bereich der Shading und Geometry Nodes. Da wurden viele hinzugefügt für prozedurale Generierung, um eben auch Rauschen und Code zu erzeugen. Und all das kommt noch in einem eigenen Video später im Laufe der Serie. Der Grease Pencil ist das Tool zum Zeichnen und auch hier gibt es wiederum neue Nodes für eben die verschiedenen Stricharten, die wir nutzen können. Das heißt, in dem Falle für ein 2D- und 3D-Animationsobjekt haben wir auch hier neue Möglichkeiten, bessere Kontrolle darüber, was jetzt in dem Falle zum Render hinzugefügt werden soll, und das Ganze hat auch eben eine neue Art der Kantenglättung erhalten. Der aktuelle SMAA Kantenglättung gegen den neuen SSAA sowie hinten SMAA plus SSAA kombiniert. Da könnt ihr am besten mal selbst auf die Website gehen und euch hier das Ergebnis genauer anschauen. Animierte Vektorgrafiken können jetzt auch exportiert werden. Ziemlich cool. Das nächste Update betrifft UV Maps. Jetzt kannst du mehrere Objekte auf einmal auswählen und ihre UV Maps gleichzeitig ansehen. Das klappt hier wie folgt. Wähle zwei Objekte mit Shift und Linksklick aus und dann wechsle oben in den Reiter UV Editing. Jetzt sehen wir hier im Edit Mode die beiden direkt hier ausgewählt und mit Tab zurück im Object Mode sehen wir hier auch beide transparent. Wir können dazu auch hier oben einstellen, wie transparent das Ganze sein soll für jede von diesen UV Maps im Allgemeinen und ob wir das überhaupt anzeigen möchten oder nicht. Die nächste größere Änderung in Blender 4.5 ist die neue Objektart, und zwar Punktwolke oder im Englischen Point Cloud. Das ist eine Ansammlung von Punkten im 3D-Raum. Diese haben einfach verschiedene Eigenschaften, wie eine eigene ID, eine Position, wo sie gerade sind, eine Größe, eine eigene Farbe, und damit können wir im Grunde einfach eine Masse von Punkten im 3D-Raum speichern und verwalten. Das kann sehr praktisch sein, gerade auch bei solchen riesigen Regionen wie diesem hier, denn man nutzt es sehr gerne performant, um eben normale Meshes quasi zu speichern und auch jetzt in dem Fall hier bei einem riesigen Stadtteil das Ganze wirklich einfach so darzustellen, als ob es vollwertige Gebäude sind, aber eigentlich sind es nur Punkte und nicht mehr. Deswegen ähnlicher Effekt, große Datenmenge. Das Ganze hier als komplette Kanten und Flächen würde deutlich mehr Performance brauchen und mehr Speicher, deswegen sind Punkte hier deutlich effizienter.
Und das Ganze haben wir in Blender eben im Object bzw. Add-Menü mit dem neuen Point Cloud Objekt. Und diesen können wir hier rechts auch neue Attribute geben, wie den Radius, die Farbe, Position oder ähnliche. Das Ganze geht wie folgt. Oben links das Add-Menü, da haben wir hier Point Cloud und das ist einfach eine Ansammlung von Punkten zufällig hier im 3D-Raum. Jeder von diesen Punkten in dem Objekt hier hat aktuell zwei Attribute. Einen Radius, wie groß der Punkt jeweils ist, und eine Position, ein Vektor eben mit x, y und z, wo der Punkt gerade ist in dem Objekt. Wir können hier noch weitere hinzufügen, wie eben Color, wir können noch eine ID hinzufügen oder auch eine Velocity und dann sind diese Daten hier mit dabei. Wenn wir eine Eigenschaft auswählen, wie zum Beispiel hier den Radius, und wir gehen dann oben links hier in den Edit Mode oder eben mit Tab dorthin, dann können wir hier Objekte auswählen und diesen einfach sagen, hier links Point Cloud, Set Attribute und wir sagen jetzt mal hier Radius deutlich größer, das passt so und schon sind wir fertig. Einfach eine Ansammlung von Punkten mit verschiedenen Daten, mehr ist das Ganze nicht. Es wird aber umso interessanter bei Meshes, denn Meshes bestehen ja aus Punkten, Kanten und Flächen. Wenn wir einen Mesh haben, wie diesen Würfel hier, wo wir automatisch wissen, der hat ja 8 Eckpunkte, können wir den auch per Rechtsklick Convert to hier in eine Punktwolke umwandeln. Und dann haben wir eben nur noch die 8 Eckpunkte als Punktdaten, der Rest an Kanten und Flächen verschwindet. Und jetzt kommt eine wirklich sehr krasse Funktion, die in Blender bereits seit der 4.0 existiert, aber eine sehr starke Erweiterung bekommen hat. Und zwar gibt es die Funktion des Grid Fills. Dazu werden wir auch mal noch ein eigenes Video machen. Aber vorher war diese Funktion in der Lage, eben Meshes quasi zu vervollständigen mit einem Grid von Quads, also eben quadratischen Flächen. Jetzt ist es sogar so, dass diese Funktion in der Lage ist, kaputte Meshes wie das hier umzuwandeln und zurück zu designen auf komplette normale Oberflächen, die sauber aussehen. Das heißt, das Reparieren von Meshes, die eine kaputte Topologie, also eben Struktur der Kanten und Flächen haben, kann mit wenigen Klicks repariert werden. Und das ist wirklich wahnsinnig. Ich meine, schaut euch mal diese Konstellation hier an von Kanten und Flächen und jetzt mit 3 Anwendungen davon und ein bisschen Flächenauswahl habt ihr eben euer Mesh wiederhergestellt. Das wird euch massiv viel Zeit ersparen und wir werden noch dazu ein genaueres Video machen, an welchen Anwendungsfällen das besonders interessant sein wird. Im Bereich Painting mit Sculpting, Vertex Paint und Texture Paint hast du jetzt die Möglichkeit, Hue, Saturation und Value zu generieren. Zufällig eine Abweichung von einer aktuell ausgewählten Farbe, die du auch in Kombination mit Jittering nutzen kannst, um hier eine Verteilung der Punkte auf deinem Mesh zu haben. Sculpting kriegt noch eine komplett eigene Folge in unserer Serie. Aber hier ist die große Änderung, dass das Manifold jetzt eben auch neue Tools nutzt und Funktionen eben wie beim Boolean Modifier, um Sachen einfach ordnungsgemäß hier ab- und wegschneiden zu können. Das macht das Ganze schneller und performanter. Ansonsten gibt es im Bereich User Interface einige Verbesserungen, die es handlicher machen, Ergänzungen wie Easy Frames hierbei, darunter auch jetzt den Outliner, den man wunderbar aufräumen kann hier, verschiedene Buttons, die man anzeigen möchte oder eben ausblenden will. Und man kann auch im Datei- und Asset-Browser hier eben die verschiedenen Materials und Co. anordnen, Größen ändern und so eine passende Vorschau erhalten. Genauso ist es auch möglich, hier unten für verschiedene Materials hier eine Preview zu bekommen, wie das Ganze eben aussehen soll. Also auch dort ein schönes ergänzendes Feature, was visuell ansprechend ist. Sonst findest du unten drunter noch eine Reihe von UI-Verbesserungen in den verschiedenen Bereichen und natürlich auch Updates weiterhin in den verschiedenen Bereichen von Blender, Cycles, Lights, Rigging, Shape Keys, Shading, Animation, Rendering. Die Liste nimmt kein Ende gefühlt. Hier unten kann man sich auch die komplette Liste aller Änderungen anschauen und das verlinkt dann eben hier
in die Dokumentation von Blender, wo man wirklich jeden Bereich nochmal aufklappen kann und sich in Ruhe alles durchlesen kann. Wenn du selbst bei Blender mitwirken möchtest oder du hast Fehler, die du melden möchtest, geh oben auf den Reiter Get Involved auf der Website, dann runter in den Bereich Development, dort ins Entwicklerportal und dann kannst du hier oben bei Projects hingehen und der Version 4.5 LTS hier unten aussuchen und dort siehst du dann eben alle aktuellen Issues plus Fortschritt. Hier oben steht auch direkt dabei, nächste Release 4.52 ist geplant für den 19. August, also in ziemlich genau 3 Wochen nach diesem Video hier. Und hier oben rechts über neues Issue kannst du dich dann mit eben deinem Account anmelden für Blender Projects, quasi wie bei GitHub, und dann eben hier auch Fehler melden und ergänzen. Oder unten drunter unter existierenden hier unten mitdiskutieren und gucken, was du beitragen kannst. Ansonsten ist die nächste große Blender-Version der Milestone hier mit der Version 5.0. Da sehen wir schon hier, die Alpha beginnt ab dem 4. Juni, die Beta ab dem 1. Oktober, der Release-Kandidat ab dem 5. November und am 11. ist der Release von Blender 5.0. Also Ende des Jahres gibt es hier nochmal ein großes Update mit der nächsten Major-Version. Das war's fürs heutige Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, lass sehr gerne einen Daumen nach oben da, abonniere sehr gerne, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Wie bereits erwähnt, Kompositor und Sculpting sind auch noch 2 Themenbereiche, die wir in jedem Fall machen werden. Und sonst kannst du jederzeit gerne Fragen und Feedback in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.